I'm singing. Wrestling Jacob, oh the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let thee go. Wrestling Jacob, oh. Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ist es heute möglich, die Landstraße an dieser Stelle hier zu schließen? Das ist die große Frage. Hier muss Unterbau gemacht werden und eine Baseplate habe ich hier auch schon eingefügt. Jetzt heißt es darum, die ganzen Baseplates hier und da zu schneiden, damit wir hier einen passenden, tollen Abschluss irgendwie hinkriegen. Ich gehe mal in den Keller. Hier habe ich jetzt erstmal die Kurve fertig geschnitten, die können wir auch direkt hier ansetzen und als zweites einen Zebrastreifen, wo an einer Seite die Noppen weg sind, der kommt dann auf diese Seite hin und dazwischen dann die T-Kreuzung, die lässt sich natürlich auch wunderbar an diese Stelle hier einschieben, da sind oben die Noppen auch weg, außer dieser kleine Schnipsel, den lasse ich stehen, weil da soll meine Schranke drauf stehen und ja, die muss ja irgendwo draufstehen und wenn, dann bitte auch so, dass wir passend mit der Fahrtrichtung sind. Ihr seht vielleicht schon, das Ganze steht hier ein bisschen auf Spannung, hier nochmal in der Vergrößerung. Also hier unten, obwohl wir noch gar nicht höher gebockt haben, das Ganze schon passend, fast bis auf den Millimeter geschnitten. So, alle Sachen wieder weg, denn jetzt werden wir hier den Unterbau machen. Fangen wir jetzt erstmal hier unten an mit dem Unterbau. Das meiste habe ich hier aus Dächern erstmal gemacht. Ja, die ebnen so ein bisschen die Baseplate nochmal und anschließend einmal sowieso Steine einfach oben drüber. Das gibt eine tolle Stabilität, absolut, könnt ihr euch drauf verlassen. Nur man will ja auch sparsam bauen. Deshalb versuche ich halt diese Konstruktion jetzt so zu bauen und natürlich auch immer aus den Steinen, die man so hat. Das mache ich ja meistens so. Aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus hier. Wir sind zumindest auf dem richtigen Wege. Einmal von hier, ich werde hier ein bisschen anders bauen, weil ich muss jetzt auch schon wieder bedenken, wie ich den Bahnübergang bzw. die Schranken motorisiere und wo der Faden herläuft. Ja, so sieht das erstmal bis hierhin aus. Die Straßen sind verlegt, passen wirklich haargenau hier rein. Und das ist einfach sensationell, wie ich finde. Natürlich ist das hier alles noch nicht unten verbaut, wie man sieht. Es ist noch nicht richtig fein abgeschlossen. Es ging ja nur darum, hier erstmal jetzt grob die Struktur hinzukriegen und das passte mit dem Beschneiden und so weiter und so fort. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt überlegt, hier hinten weiterzumachen, an dieser Stelle hier. Ja, da müssen wir irgendwie einen Abschluss finden. Das Feld könnte noch ein bisschen weiter rübergezogen werden oder spanne ich vielleicht doch erst die Straße ein. Es ist viel zu tun. Wenigstens so ein bisschen auf dieser Seite geht's jetzt weiter. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Ein paar neue Beleuchtungskabel und Laternen habe ich jetzt auch hinzugefügt. Die Kabel habe ich direkt unter dieser Straße hergezogen. Es beginnt hier ein neuer Stromkreis, das heißt ab dem Discounter und hier vorne mit den ersten beiden Leuchten beginnt ein neuer Stromkreis. Irgendwann werden wir dieses Stellwerk dort mit anschließen und so weiter. Ja, es ist viel, aber es gehört dazu. So, und jetzt werde ich mich an diese kleine Ecke hier unten dran machen. Irgendwie muss das hier geschlossen werden. Das ist gar nicht so einfach, die Kabel verschwinden zu lassen und so weiter und so fort. Aber ich mache das diesmal nicht im Speedbild, sondern zeige euch gleich, wie ich das so gelöst habe. Ganz so einfach war es hier unten jetzt nicht, diesen 45 Grad Winkel hinzukriegen. Ich habe das jetzt einfach mal so gelöst, indem ich quasi hier in Nordbautechnik gearbeitet habe. Ja, die Steine mehr oder weniger reingelegt habe. Wichtig dabei war, dass wir den Bürgersteig hier so ein bisschen erhöht haben. Diese Geschichte habe ich abgedeckt mit einer Pflanze. Ja, und die Ritzen, die tatsächlich dann noch übrig sind, die sind mir sowas von egal. Das wäre zu übertrieben. Ich denke, eine gute Lösung, wenn man dann hier rüber geht und dann anschließend nach rechts rüber geht. Ja, und so kommt man dann an diese Stelle auf jeden Fall hin. Jetzt heißt es erstmal hier noch so ein bisschen das Feld weiter bearbeiten, denn wir wollen ja das so ein bisschen mehr Richtung Straße ziehen. Ganz fest verbauen tue ich das Ganze heute nicht, weil ich aufgrund des Bahnübergangs ja irgendwann nochmal dran muss. Weiter geht es hier mit dem Untergrund. Ja, ich habe so viele 1x3 wieder da, also mache ich alles mit 1x3 Steinen und darauf 1x8 Plates. Ja, die Lücken werden wieder geschlossen, auch wieder mit weißen Steinen. Auch davon habe ich im Moment noch sehr viele da. Alles wird verbraucht, was hier da ist. Ja, anschließend wieder alles schön braun zumachen und fertig. Zur Straße hin werde ich ein bisschen grün noch machen. Ja, und dann kommt ja auch da an der Stelle die Traktoreinfahrt für das Feld. Und anschließend noch die restlichen Limp-Elements.
Jetzt kann ich auch wieder ein paar Maispflanzen setzen, die ich gerade im Hintergrund schon gebaut habe, und auch der Streifen zur Straße kann dann anschließend begrünt werden, wieder mit den unterschiedlichsten Teilen. Ich habe ja gesagt, dass dort auch eine Traktoreinfahrt kommt für das Feld, direkt jetzt, wo ich da gerade stoppe. Jetzt ziehe ich das kurz ein bisschen zurück, weil ich noch ein bisschen braunen Untergrund brauche, und ja, ist gar nicht so schlecht. So sieht das Ganze mal von oben aus. Ja, ich finde das total genial. Ja, hier kommt die Traktoreinfahrt hin, da rechts da oben am Bahnübergang. Nur ich kann noch nicht schließen, weil wir müssen erst was anderes machen. Und das heißt natürlich die Schranken irgendwann und die ganze Funktion der Schranken und so weiter und so fort. Aber ich denke, das war schon heute hier richtig klasse. Mir gefällt das richtig gut. Schreibt's mir gerne in die Kommentare, was ihr heute bis jetzt davon haltet. I'm singing Wrestling Jacob, oh the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let thee go. Wrestling Jacob, oh the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let thee go. So let me go, oh Jacob, oh the day is breaking. Let me go, Jacob, I will not let thee go. So let me go, Jacob, oh the day is breaking. Let me go, Jacob, I will not let thee go. I came to Jesus as I was, weary, worn and sad. I found in the resting place, and He has made me glad. I'm singing Wrestling Jacob, oh the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let thee go. Wrestling Jacob, oh the day is breaking. Wrestling Jacob, I will not let thee go. So let me go, Jacob, oh the day. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und wir gehen in der nächsten Runde zum Bahnübergang. Ich muss erstens die Schranken bauen. Zweitens muss ich das Andreaskreuz bauen, das beleuchtet ist. Drittens, alles verkabeln und. Also es ist richtig viel zu tun, aber an der Stelle muss es weitergehen und soll es weitergehen. Also, dann bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!